Stell dir vor, du steigst in ein Flugzeug, um in den Urlaub zu fliegen. Du freust dich natürlich auf den Urlaub, aber du fühlst dich auch ein bisschen schlecht, weil du um die klimaschädliche Wirkung des Fliegens weißt. Dabei gibt es da eine Möglichkeit, dass der Flug einfach 2/3 weniger Klimaschaden anrichtet und das praktisch ohne Zusatzkosten oder anderen Treibstoff oder sowas. Nur mit einer leichten Veränderung der Flugroute. Für dieses Video haben wir wieder für euch Studien gewälzt und unser momentan wachsendes Netzwerk in der Luftfahrt genutzt. Und nur, damit wir das auch hinter uns haben. Das da sind nicht Chemtrails. Chemtrails sind eine bescheuerte Verschwörungstheorie, bei der Leute glauben, Passagierflugzeuge würden Chemikalien versprühen, um uns irgendwie zu vergiften oder unsere Gedanken zu steuern oder irgendwie sowas. Diese weißen Streifen hinter Flugzeugen sind keine diabolische Chemiewolke. Das sind einfach Wolken aus kleinen Eiskristallen. Falls ihr eines unserer letzten Videos zu dem Topic gesehen habt, dann wisst ihr schon, wenn ein Flugzeug durch eine eisübersättigte Region in der Luft fliegt, also einen Bereich in der Atmosphäre, der sowohl kalt und gleichzeitig sehr, sehr feucht ist, dann entstehen Kondensstreifen. Oft lösen sich diese Kondensstreifen innerhalb kurzer Zeit auf, was total unproblematisch ist. Manche Kondensstreifen aber, die bleiben länger und die verschleiern dann zu so künstlichen Cirruswolken, also Wolken aus Eis in sehr hohen Regionen, die oft ein bisschen aussehen wie Federn. Und die bleiben gerne mal mehrere Stunden. Das macht zwar nur ein kleiner Teil der Flüge, aber diese künstlichen Cirruswolken, die haben eine derartige Wirkung auf unser Klima, dass diese wenigen Streifen, dieser wenigen Flüge ähnlich stark erhitzend wirken wie das gesamte CO2 von allen Flügen zusammen. Um das mal konkret zu machen, wären Kondensstreifen ein eigenes Land, wäre ihre klimaerhitzende Wirkung einfach auf Platz 4 weltweit, gleich nach China, den USA und Indien. Wir sprechen hier nur bei Kondensstreifen über einen Anteil an der menschengemachten Klimaerhitzung von ungefähr 2%, zusätzlich zu den CO2-Emissionen von diesen Flügen. Das heißt, hier besteht eine wahnsinnig große Chance, diese wenigen Kondensstreifenflüge leicht umzuleiten und damit die Klimabilanz von Flügen fast um die Hälfte zu verbessern. Ziemlich cool! Als Klimajournalist suche ich natürlich immer nach den großen Hebeln, die vor allem schnell und einfach umgesetzt werden können. Und das ist einer der größten und definitiv einer der günstigsten, die ich bisher kennengelernt habe. Das heißt, hochinteressant und man kann eigentlich kaum verstehen, warum das nicht schon längst flächendeckend umgesetzt wird. Kommt da wieder einer? Na, ich sehe keinen, ich höre ihn nur. Genau deswegen haben wir uns bei Beyond Content auch entschieden, hier die extra Meile zu gehen oder zu fliegen, ne? Und selbst aktiv zu werden. Das erzähle ich euch aber am Ende des Videos. Aber erstmal zurück zur Ausgangsfrage. Klickst du als Flugplaner bzw. in der Luftfahrtsprache als Dispatcher auf diese Alternativroute und vermeidest damit potenziell klimaschädliche Kondensstreifen? Und wenn ja, wenn du darauf klickst, funktioniert das denn dann auch wirklich? Genau diese Frage hat vor kurzem eine neue und bisher größte Studie zu dem Thema behandelt. Beteiligt waren die drittgrößte Airline der Welt, American Airlines, Contrails.org, Google Research, die Flugplaner-Softwarefirma Flightkeys und das Imperial College London. Die Kernfragen waren: Können Airlines mit den vorgeschlagenen Routen Kondensstreifen wirklich zuverlässig vermeiden? Um wie viel geht der Spritverbrauch in der Praxis tatsächlich hoch? Und bekommt man Dispatcher überhaupt dazu, diese Alternativrouten zu wählen? Also erstmal ohne sie dazu zu zwingen. Es ging also ganz klar um den Test in der Praxis, also im laufenden, ganz normalen Airline-Betrieb. Erstmal zum Studiendesign. Es waren ca. 2400 Flüge, alle von den USA über den Atlantik nach Europa und in einem definierten Set von 28 Stadtpaaren über 17 Wochen hinweg. Das Ganze war randomisiert. Das heißt, in einer Liste an möglichen Flügen wurden dann innerhalb dieser möglichen Stadtpaarungen zufällig zugeordnet, wer in der Behandlungs- und wer in der Kontrollgruppe landet. In der Kontrollgruppe lief der Flugplan ganz normal wie gehabt weiter. Also die Dispatcher hatten keine Option bekommen für eine alternative Flugroute, um Kondensstreifen zu vermeiden. In der Behandlungsgruppe dagegen wurde zusätzlich zu diesem regulären Flugplan noch ein alternativer Flugplan erzeugt, der dann eben Kondensstreifen vermeiden sollte. Ob die Dispatcher den kondensstreifenoptimierten Flugplan übernehmen und ins Cockpit schicken, war dann aber komplett freiwillig. Und ob sie das gemacht haben, schauen wir uns gleich genauer an. Denn das war in der Studie für mich das absolut Überraschendste. Alle Flugpläne wurden mit der Flugplaner-Software Flightkeys erzeugt, denn die haben schon diese zusätzliche Datenebene für Kondensstreifenvermeidung eingebaut. Und im Nachhinein wurde per Satellitenbildern von Google Research überprüft, ob tatsächlich weniger Kondensstreifen gemessen werden konnten. Nehmen wir erstmal die erste Frage her. Bekommen wir Dispatcher überhaupt dazu,
diese alternativen Flugrouten zu verwenden, zu aktivieren. Insgesamt waren es ja ca. 2400 Flüge, ungefähr aufgeteilt 50-50 in Kontroll- und Behandlungsgruppe. Konkret hatten die Dispatcher also bei 1232 Flügen die Möglichkeit gehabt, Kondensstreifen vermeidende Routen ins Cockpit zu schicken. Gewählt haben sie diese Routen aber nur bei 190 Flügen. Warum? Die Dispatcher hatten freie Wahl, ob sie das Contrail Routing annehmen oder nicht. Und da gibt es dann natürlich schon viele Gründe, warum man auf dem konventionellen Routing bleiben will, weil zum Beispiel der Flug Verspätung hat oder weil es unterwegs irgendwo eine Turbulenzzone gibt oder weil das Vertikalprofil der Contrail-Route ungewohnt ausschaut. Aber wenn der Dispatcher nicht genau den Grund sieht, warum es da runtergeht vorübergehend, dann wird er skeptisch und nimmt einfach die Route, die er versteht. Das ist Raimund Zopp, Mitgründer und Director Innovation bei FlightKeys, der Flugplaner-Software, die hier genutzt wurde. Okay, also leider wurde das von den Dispatchern überraschend selten genutzt. Aber immerhin 190 Mal ist das ja passiert und die optimierte errechnete Route kam dann tatsächlich ins Cockpit und geflogen wurden dann immerhin noch 112 Flüge mit dem Kondensstreifenvermeidungsplan. Und da kommen wir zur zweiten Frage. Konnten denn die neuen Routen mit den Vorhersagen aus der Software tatsächlich signifikant Kondensstreifen vermeiden? Und an dieser Stelle ist die Bilanz wiederum sehr positiv und auch klar. Bei den Flügen, die diese Kondensstreifen optimierten Routen dann auch geflogen sind, konnte man nachher in der Überprüfung durch die Satellitenaufnahmen feststellen, dass 62% weniger Kondensstreifen entstanden sind. Dadurch hat sich der Klima-Impact für diese Flüge um fast 70% verbessert. Das ist tatsächlich echt beachtlich und zeigt, dass wir mit den aktuellen Modellen schon lange in einem Bereich sind, der aus Klimasicht eigentlich sofort gemacht werden sollte. Bis hierhin können wir schon mal festhalten, die Technologie funktioniert, wenn ein Dispatcher eine kondensstreifenoptimierte Route wählt und der Pilot oder die Pilotin diese dann auch fliegt. Die bisher größte Engstelle sind die Dispatcher, muss man hier ganz klar so sagen. Und jetzt ist natürlich noch die letzte Frage besonders interessant. Hat das jetzt zu mehr Spritverbrauch geführt? Und wenn ja, zu wie viel? In den vorherigen Videos habe ich ja Folgendes gesagt. Ein Flugticket würde je nach Flugdistanz so 50 Cent bis 5 Euro teurer werden. Also weniger als ein Flughafenkaffee. Aber das war nur bezogen auf Hochrechnungen und Theorie. Jetzt haben wir das erste Mal richtige Praxiswerte. Und wenn wir da jetzt ins Paper reinschauen, dann steht da, dass keine statistisch relevante Zunahme im Vergleich zur Kontrollgruppe zu sehen war. Das ist natürlich erstmal krass. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Dispatcher diesen errechneten Spritverbrauch generell immer im Blick haben und vielleicht auch deshalb hauptsächlich Routen ausgewählt haben, bei denen quasi kein Zusatzsprit verbraucht wird. Ich meine, deren Zielsetzung ist ja eigentlich immer, die kostengünstigste Flugroute für die Airline zu finden, natürlich unter Einhaltung von Pünktlichkeit, Flugsicherheit und so weiter. Daher scheint es für mich einfach naheliegend, dass Dispatcher eher zurückhaltend sind, eine neue Alternative zu wählen, wenn da plötzlich ein höherer Spritverbrauch mit dranhängt. Und das könnte dann auch einer der Gründe sein, warum von diesen vielen möglichen Flügen so viele eben nicht von den Dispatchern umgeleitet wurden. Aber nochmal zur Erinnerung, wenn ein Flug bleibende Kondensstreifen erzeugt, haben diese Kondensstreifen in der Regel einen um ein Vielfaches höheren Klima-Impact als das CO2 aus dem zusätzlichen Kerosin, das dann verbraucht werden würde. Aber Kerosin kostet halt was. Deswegen ist es immer so wichtig, über Anreize nachzudenken. Zusammengefasst, das größte Bottleneck ist momentan in der Flugplanung. Die Vorhersage und das tatsächliche Umfliegen, wow, ist der groß, der Eisübersättigungsregionen. What? Der war gut. Ist das irre? Zusammengefasst, das größte Bottleneck ist momentan einfach in der Flugplanung. Die Vorhersage und das tatsächliche Umfliegen dieser eisübersättigten Regionen in der Atmosphäre, kann man inzwischen sagen, funktionieren inzwischen mehr als ausreichend gut. Und auch im Flugalltag lässt sich das integrieren. Das hat diese Studie einfach gezeigt. Trotzdem haben die Studienteilnehmer einiges gelernt. Dazu habe ich dann nochmal mit Raimund Zopp von FlightKeys gesprochen. Es gibt da einiges, was man machen kann. Erstens einmal eine bessere Visualisierung, dass die Dispatcher auch im Vertikalprofil deutlich sehen, hier ist eine Contrail-Zone und das ist der Grund, warum der Flug hier eine andere Höhe gewählt hat. Das haben wir jetzt mittlerweile auch schon eingebaut. Das ist eine der Lessons, die wir aus diesen Trials schon gewonnen haben. Das Zweite ist, dass es eben dann nicht mehr auf freiwilliger Basis geschieht, sondern einfach Procedure ist. Dass es einfach grundsätzlich gewünscht wird, dass
wenn eine Control-Route vorhanden wird, ist, dass die dann auch tatsächlich nach Möglichkeit geflogen wird. Ich habe euch ja am Anfang des Videos gesagt, dass wir von Beyond Content das Thema für so wichtig halten, dass wir das einfach mit unterstützen wollen. Zum einen medial, dafür haben wir auch einfach die Redaktionen anderer Medien angeschrieben und denen einfach davon erzählt. Und einige davon haben tatsächlich auch jetzt schon ihre eigenen Recherchen gemacht und darüber berichtet. Jetzt gerade erst das Team von Dr. Watson, wo ich auch mit einem Hintergrundgespräch unterstützen konnte. Aber auch andere, wie zum Beispiel das Katapult-Magazin, der 11KM-Podcast von der ARD oder der britische Klima-YouTuber Simon Clark, nehmen das Thema auf und erklären, warum das wichtig ist. Nur damit das nicht falsch rüberkommt, nicht mit allen hatten wir Kontakt, aber doch mit dem einen oder anderen. Und dann haben wir uns überlegt, nicht jeder schaut sich gerne ein 15-Minuten-Video an. Und manchmal ist es auch eine Hürde, so ein Video weiterzuleiten. Um das Thema leichter greifbar zu machen und auch für euch leichter teilbar zu machen, haben wir im ganzen Team die letzten Wochen richtig viel Energie und Zeit in eine neue Website gesteckt. So sieht sie aus. Sie soll das Thema sehr schnell und intuitiv erklären. Damit wollen wir euch in die Lage bringen, schnell mal jemanden davon zu erzählen oder es eben zu zeigen. Oder auch Politiker zu kontaktieren und das einfach mal mit zu verlinken. Es besteht aus einer Hauptseite, die erstmal den grundsätzlichen Mechanismus erklärt, also das bestehende Problem. Wer dann tiefer reingehen will, findet eine Extra-Seite rund um die Lösung. Und das finde ich besonders cool, die interaktive Karte von Contrails.org. Da könnt ihr selbst auf einer Weltkarte Flüge auswählen, wie zum Beispiel diesen hier oben, und seht die geflogene Flugroute, den geflogenen Höhenquerschnitt und ob dieser Flug Kondensstreifen erzeugt hat und sogar, wie er sie hätte vermeiden können. Und das sind alles echte Flugdaten. Außerdem all unsere Quellen und auch die Petition, die wir extra hierfür aufgesetzt haben und bei der ihr übrigens noch unterschreiben könnt. Die Petition richtet sich an die Lufthansa und fordert, dass auch sie anfängt, Kondensstreifenvermeidung in den Flugalltag zu integrieren. Und das ist wichtig, denn mit der Flugplanungssoftware von Lufthansa Systems fliegt ein Großteil der europäischen Airlines. Und all diese Airlines können halt nur dann Kondensstreifen vermeiden, wenn das auch ihre Flugplanungssoftware hergibt. In Amerika ist stattdessen FlightKeys sehr verbreitet und die, habt ihr ja gesehen, arbeitet mit Google Research und Contrails.org zusammen und bietet eben diesen zusätzlichen Datenlayer schon an. Und das hier ist vielleicht nur für die Luftfahrtprofis relevant. Inzwischen sind wir mit einigen Leuten aus der Luftfahrtindustrie in Kontakt gekommen und wir haben uns entschlossen, mit ihnen so eine Art Arbeitskreis aufzubauen. Für den Moment ist das erstmal einfach ein eigener Discord-Server mit dem Ziel, den Leuten aus der Branche, die das Thema voranbringen möchten, eine leichtgewichtige Art zu geben, im Austausch miteinander zu bleiben und sich einfach gegenseitig zu unterstützen, um das Thema halt voranzubringen. Das Thema ist viel zu groß und viel zu wichtig, als dass wir hier nicht vorangehen. All das ist übrigens... Oh, da kommt ein kleiner. All das ist übrigens möglich dank eurer großzügigen Spenden für unsere Arbeit. Wenn ihr also helfen wollt, ist das eine Möglichkeit für euch. Aber auch jeder Kommentar unter diesem Video oder jedes Teilen der neuen Website hilft uns bei unserer Mission, Kondensstreifen so ein bisschen vom Himmel zu radieren.